Jaworski bemängelt, dass da klarer Kontakt war an der Wurfhand. Und ja, das war eher ein Foul meines Erachtens, weil Jaworski springt da Brewer in den Rücken. Denn ansonsten wäre Brewer, glaube ich, dran gekommen. Hier, Achtung, da ist der Schubser. Schön versteckt, aber doch deutlich zu sehen. Technisches Foul für Ty Brewer, der sich jetzt mit seinem 4. Foul selbst auf die Bank bringt wahrscheinlich. Sowie Jessup mit 10 Punkten. Bei Berlin nur Tim Schneider bisher mit 10 Punkten. Oh Mann, die Berliner Emotionen gehen mir heute zu hoch. Mike Kessens nimmt den Rohspatz und das Tee bekommt. Ich kann es ein Stück weit aber auch nachvollziehen. Braunschweig. Auch einer, der so langsam aber sicher die nächsten Schritte dann machen wird. Bei den Braunschweigern kriegt immer wieder Spielzeit. Paradebeispiel für die Entwicklung von deutschen jungen Talenten. So, jetzt müssen wir es ein bisschen besprechen. Zilker meint, er hatte da eine gute Position. Der Referee ist noch mal da. So, er hat er keine gute Position. Deshalb gibt es Freiwürfe für Lewis. Dann gibt es das technische Foul für Michael DeVoe, weil er beim Faking erwischt wurde. Gibt es nicht sofort das technische Foul. Wir können drauf gucken. Booker. Ja. Läuft den Ein-Mann-Fastbreak und der dankt den rein und gibt Jallo noch so ein paar Worte mit auf den Weg und kriegt jetzt das technische Foul. Ah, das ist aber die Emotion, die es jetzt auch braucht in Albers Spiel. Lewis und Lindy. Mal so ein kleines Ausrufezeichen. Erst der Dank und dann der Stare-Down, der Trash-Talk. Und die Schiedsrichter sagen: Berliner Big den Ball handeln mit Kessens. Und das ist der nächste Turnover, es ist Schrittfehler. Und jetzt wird es ein bisschen aggressiver da zwischen Jallo und Kessens. Geil. Playoff-Basketball, genau das. Deswegen sind wir alle hier. Es geht um was, Ladies and Gentlemen. Mal schauen, ob wir das nochmal auflösen können. So, hier ist die Aktion. Da sollte, glaube ich, keiner einen Tee bekommen. Nein, also ich finde auch, da ist nichts dabei, was ein Tee wert ist. Weder für Jallo noch für Kessens. Natürlich ein bisschen Feuer in der Hütte. Der Hexenkessel lebt. Geil. Wie gesagt, Playoff Basketball, Baby. So, die Schiedsrichter besprechen sich. Auf jeden Fall. Ich sage mit. Okay, ist körperlicher Kontakt, ja? Ist körperlicher Kontakt. Ist abgepfiffen, ist lange abgepfiffen. Ja? Pass auf. Aber der Kontakt sozusagen an sich ist nicht exzessiv jetzt, ja. Und es ist aber sozusagen eine Provokation im Sinne von sozusagen Delay of Game. Deswegen für mich sozusagen technisches Foul ist die richtige Entscheidung. Ja? Passiert danach noch was? Nein. Gehen alle rein. Ist okay und schlichten. Sehe ich nichts. Okay. Also, technisches Foul gegen Kessens, war Schrittfehler gepfiffen, ein Schuss geholt danach. Ein Schuss geholt. Also das Technische gegen Michael Kessens ist für mich jetzt zu hart. Und Kostja schlägt die Hände vors Gesicht. Die Lane. Oh, super viel Kontakt. Kriegt nicht das dritte Foul, Witz bleibt liegen. Und jetzt lassen die.
Schiedsrichter viel laufen mit dem guten Ende für Braunschweig. Trey Mitchell aus der Ecke für 3 und jetzt wird es viele Diskussionen geben, da bin ich mir sicher. Erstmal gibt es das technische Foul gegen TJ Crockett. Das überrascht mich jetzt hier gerade sehr und auch meinen Kollegen neben mir haben wir nicht gesehen. Vielleicht hat Crockett da ein paar freundliche Worte an irgendeinen Würzburger Gegenspieler gehabt. Aber lass uns erstmal auf diese Aktion gucken. Vince hat die komplett offene Lane. Boah, Freunde. Geht da zwar relativ gerade hoch, aber da ist auch schon eine Seite von Jai, der gambelt ein bisschen. Jackson geht zum Korb, kann das nicht finishen, will das Foul haben, fehlt jetzt hinten. Jai nutzt das, and one. Das Foul von Max Ugrei. Wieder so ein 5-6 Punkte Swing jetzt für die Braunschweiger. Ja, und ihr seht jetzt Jackson, der trabt da hinten hinterher und dann holt er sich jetzt hier auch noch, während wir die Zeitlupe sehen, das technische Foul ab. Da lässt Arne Panther nicht viel mit sich diskutieren. Drittes technische Foul in dieser Partie. Jetzt das erste auf Seiten der Würzburger. Die Uhr nimmt den Mitteldistanzwurf. Michael Webers, was spielt er hier für eine erste Hälfte? Extrem stark. Mit den letzten Punkten. 6 von 8 jetzt aus dem Feld. 16 Punkte Michael Webers in der ersten Hälfte. Und die Heidelberger mit dem letzten Punch im zweiten Viertel, was sie dann letztlich doch mit 22:18 auch für sich entscheiden konnten nach gutem Start der Niners. 48:41. 7 Punkte damit die Halbzeitführung für die Academics. Der Andrew Lanzau nochmal mit lehrenden Worten mit dem Ref. Wir sind gespannt auf die erste Stimme gleich zu dieser ersten Hälfte. Paul Zipser macht sich da bereit. 48:41. Und die Halbzeit startet außergewöhnlich mit einem Foul, also mit einem technischen Foul, was in der Halbzeit passiert ist. Und jetzt wieder Freiwurf. Sowas habe ich wirklich noch nie erlebt, glaube ich. Das ist ein Novum. Vor allen Dingen kann ich jetzt gar nicht mehr, dass es ja in der Halbzeit dann geahndet wurde. Wer hat denn da die Schiedsrichter beleidigt? Irgendjemand von Heidelberg hatte da offensichtlich nicht so ganz die Kontenance gewahrt. Ja, und jetzt auch Ebo, der nochmal die Emotionen richtig rauslässt. Dafür ist er da als emotionaler Leader seines Teams. Und technisches Foul gegen Heidelberg. Das Foul von Lewis. Und der bekommt das technische. Wir sehen jetzt hier auch immer wieder das gleiche Play von Braunschweig. Ne? Sie wollen diesen High Post Entry, Velitschka in der Ecke, damit er dann mit Speed hoch. Ja, das ist wirklich sehr wenig, kann ich verstehen, dass er sich aufregt. Velitschka. Schulter. Und jetzt gibt es ein technisches Foul gegen Velitschka für Floppel. Also der Pfiff kommt mir super spät, muss ich gestehen. Oh. Also das sollte jetzt auf jeden Fall was nach sich ziehen. Ja. Denn Jackson schmeißt da Jay einfach nur den Ball an den Kopf. Da muss was passieren. Und Jesus Ramirez reklamiert auch schon. So, da, ja, nein, das geht nicht. Das geht nicht. Er wirft den Ball aus 2 Metern
Ja. Da würden wir jetzt gerne mal Mäuschen spielen bei den Schiedsrichtern. Gibt ein technisches Foul gegen Jackson. Nee, auch ein bissiger Verteidiger. Santos von der Dreilinie noch nicht stattgefunden heute. Und bekommt jetzt das technische Foul für Flopping an der Dreilinie. Wollte das Foul schinden beim Wurf. Sie laufen in 2 gegen 1 Fast Break und lachen das eigentlich gut, aber der Foulpfiff kommt dem Korbabschluss zuvor. Sag ich mir, schade, dass es keinen Vorteil gibt. Warum pfeifen? Wow. Also warum pfeifen? Gab es jetzt noch ein technisches Foul? Ja, ich glaube. Also. Der zweite Mann will es sich am Bar haben gerade. Und Lewis im Spiel. Deshalb attackiert. Verlegt. Schöner Drive, hoch abgelegt. Guckt schon rein. Für die Geste Richtung kommt Santos. Claudius nimmt den Dreier, macht ihn. Wow. Und noch jetzt kriegt er auch sein technisches Foul. Völlig berechtigt. Kontakt war durchaus erkennbar beim. Das ist in der Landezone und sagen wir mal berechtigte Kritik. Was jetzt ja, im Moment ist hier. So, Jackson bekommt das Technische hinterher, weil er abgewunken hat. Und das ist das Problem. Da holt er sich in einer Situation Foul 3 und 4. Und ich sage, das ist etwas, was nicht zusammenpasst mit der Auszeichnung MVP. Ein MVP muss solche Situationen auch emotional besser handeln. Meixel mit dem wichtigen Offensivrebound, aber verliert den Ball danach. Will hier ein Foul gesehen haben, beschwert sich zu lautstark und jetzt gibt es auch ein technisches Foul gegen Ryan Meixel. 2 technisches Fouls gegen die Heidelberger kurz ineinander, ja, und ich kann Ryan Meixel hier schon verstehen. Shabazz Napier schlägt hier ganz klar auf den Unterarm des Heidelbergers. Und normalerweise muss den Job von Anton Gavell übernommen, der ja auch vor 2 Jahren mit Ulm deutscher Meister wurde. Jetzt schon das nächste Foul. Ja, kann ich verstehen, weil Ugrai technisches Foul. Ich hab's dir gesagt, die Bayern beschäftigen sich gerade zu sehr und ganz objektiv gesprochen, auch ohne große, valide Grundlage. Wie du schon gesagt hast, in der ersten Halbzeit das Ding, das war schon... Er hatte die Verwarnung schon. Ja, genau. Irgendwann ist auch das Maß von ihm. Abgelegt. Osborne kann den Dreier, diesmal nicht. Hendricks mit dem Rebound. Hendricks für 3. Nein. Aber dann Barrow mit dem Glückstipp. Und die nächste Auszeit von Prasunkiewicz. Und ich habe eben noch mal geguckt, Christoph Mardinger hat noch eine Verwarnung rausgegeben. Und dann gibt es jetzt auch hinten dran noch eben gepfiffen von Martin Martin das technische Foul gegen Prasunkiewicz.
Wir hatten da beim österreichischen Basketballverband vor kurzem auch einen Schiedsrichter-Workshop mit den Nachwuchscoaches. Ich sag dir, das ist gut, dass wir das so jetzt machen können. Das hat ja in der BBL durchaus eine sehr, sehr spannende Vorgeschichte gehabt. Das einzige Mal, dass ein Spiel wiederholt wurde, damals die Serie zwischen Ludwigsburg und München, da ist quasi Ähnliches passiert, was mich noch interessieren würde, weil darauf habe ich echt nicht geachtet, welche Nummer haben die Refs angezeigt. Weil das könnte auch noch mal so ein interessanter Faktor sein. Nicht, dass sie da die falsche Nummer angezeigt haben. Das ist aber jetzt nur Spekulation meinerseits. Ich glaube, wir alle haben klar gesehen, dass Saraf gefoult wurde. Harrelson bespricht das aber auch nochmal. Die Regel ist klar. Also, wenn der Falsche wirft, müssen die Punkte zurückgenommen werden. Boah, ist das eine super interessante Szene. Das war das auch noch, Javier Grassi. Gut, dass du da bist. Ja. Hör mal. Ich frage mich, wie das passieren hat können. Das wird mich aber auch mal interessieren. Ja. Weil es ist ja nicht so, dass Saraf ein horrender Freiwurfschütze wäre und man den Jessup hinstellt. Ja. Ich glaube, das war einfach ein honest mistake. Jetzt gibt es auch ein Technical Mistake, Ty Harrelson. Emotionen gehören zum Basketball. Ich kann ihn verstehen. Hier zählt jede Possession hier. Aber ein Offensivrebound ist natürlich auch eine zweite Chance. Wilitschka auf Schuka und Steinbach ist da, räumt ihn ab. War der Ball am Brett, war er es nicht. Jesus Ramirez gestikuliert für Anne Panthers Geschmack zu viel und holt sich das Tee ab. Ja, und in der Zeitlupe würde ich sagen, war Steinbach rechtzeitig da. Ja, klar. Sauberer Block von Hannes Steinbach. Ja. So, schneller Abschluss muss her. Chip Flanagan macht ihn. Was für ein Ding. And one. Und es ist wieder gegen Javon Jackson. Und es gibt das technische Foul hinterher, ich glaube gegen Zach Seljes. Boah, das ist natürlich ein ganz, ganz wichtiges Play jetzt. Oh, 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 oh. Der Ball war im Fall. Oh, oh. Also hier. Also das würde ich gerne beides noch mal sehen. War der Ball so kurz, dass er definitiv keine Chance hatte, in den Korb zu gehen? Oder war er schon kurz am Ring? Ich glaube, er war schon kurz am Ring. War schon kurz am Ring. Aber auch hier mit dem Foul mal sehen, ne? Viele Emotionen. Schuka, die Starter auf den großen Positionen bei Braunschweig, beide schon mit 2 persönlichen Fouls. Und jetzt kommt Gavin Schilling, der, glaube ich, für uns alle. Um das noch zu erwähnen, auch hier haben wir das Celebrity Row quasi in Heidelberg. Und Fast Break, Michael Weathers. Oh. Ich hatte dich unterbrochen, Heiko. Nee, Mario Barth geht vor. Ich weiß es nicht. Michael Weathers jetzt zum 3. Mal mit dem Euro-Step. Und ein technisches Foul gegen Gordon Herbert. Der Weltmeistercoach erst gegen Zipser. Die hatten es gerade schon miteinander. Switch kommt aber. Stellt da Kästen einmal auf die Schlittschuhe. Späte Hilfe von Meixel. 4. Foul von Meixel. Technisches Foul gegen Danny Jansson. Er ist jetzt übrigens mit 15 Punkten. Nach Jackson zweitbester Scorer. Und
Jenjan Chichi hat überhaupt keine Toleranzpotenziale heute. Das ist jetzt, glaube ich, das 4. oder 5. technische Foul. Diesmal kriegt es der Würzburger Headcoach Sascha Filipowski. Dann fällt der Ball nicht rein und jeder Rebound ist beim Gegner. Also so, mir gefällt sehr, was Danny Jansson gesagt hat. Und Offense Foul, natürlich. Und mir gefällt mir, er hat gesagt, don't put your head down like a fucking victim. So, seid mal keine Opfer. Aber dann versuchen sie keine Opfer zu sein, dann ist Foul, ist alles nicht so ganz einfach. Also ich verstehe die Heidelberger Spieler. Gleichzeitig verstehe ich natürlich auch Danny Jansson. Ja, es fällt natürlich dann jeder Schritt doppelt schwer. Du warst bis auf 3 Zähler dran. Ich glaube, es war 57. Klammer. Fällt nicht, 44:41. Ratio Farm Ulm mit 3 Zählern im Rückstand zur Halbzeit in Würzburg in einem sehr interessanten Spiel mit ganz viel Tempo. Einem Spiel, das durchaus Freude bereitet. Patrick, aus deiner Sicht, was waren die entscheidenden Aspekte, Erkenntnisse dieser ersten 20 Minuten? Für Würzburg war, glaube ich, entscheidend, dass sie das Rebound-Duell auch zumindest gleich halten. Ich glaube, 19:20 steht es. Bislang gab es nur Heimsiege in dieser Serie. Und jetzt geht die zweite Halbzeit los mit einem Freiwurf für das Linien Jessup. Also da muss es irgendwann noch ein technisches Foul gegeben haben. Abschließen. Dann haben sie jetzt in der Verlängerung schon früh ein Polster gebaut. Aber Lucic vergibt den einfachen Korbleger. Es gibt eine Linie. Und wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, hat es ein technisches Foul gegeben. Und zwar gegen den Coach, gegen Danny Jansson. Jensen. Komm, wir liebe Bayern, bin ich so oft hier. Jessup. Wurf. Boah, stark. Technisches Foul gegen Gordon Herbert. Uiuiui. Dann haben wir mal kurz den Rohrspatz rausgeholt. Aus dem inneren Gemüt. In die nächste Runde tragen. Barrow hat eine gute Position. Steht 3 Sekunden bzw. macht den Schrittfehler. Ballbesitz Rostock. Die gehen nicht weg und das ist fantastischer Kampfgeist der Seawolves. Hier, ja, das kann man schon, weil er da unten die Füße bewegt, abpfeifen. Übrigens, Fun Fact am Rande, alle 11 Rostocker Punkte im 4. Viertel hat Hamilton erzielt. So, jetzt gibt es hier ein technisches Foul offensichtlich. Und Jaworski wirft den rein. Foul gegen die Bank von Rostock, das technische. Im Duell mit Tobias Jensen, der heute offensichtlich diese Sonderaufgabe bekommen hat von Tyrell Wilson. Wann auch immer Hermannsson kommt, kannst du dir ganz sicher sein, wie das Abend in der Kirche, dass auch Tobias Jensen ins Spiel kommt und ihn in der Kreation. Denn vom Basketball-IQ auf dieser Position ist er mit Sicherheit in der Kreation der potenteste Berliner Spieler, auch mit seiner internationalen Erfahrung, um das direkt einzuschränken. Und auf der anderen Seite sehen wir Janni Wetzel, der ist verwöhnt muss, weil er sein 4. Foul gerade begangen hat. Und jetzt das Technische macht, weil er den Sessel umdreht und damit ist er raus. Ist der Abend früh beendet. Boah, das ist auch wieder so eine, ja, Emotionen gehören dazu, aber du musst sie kanalisieren können. Damit schwächt er sein eigenes Team massiv. Ja, so das Mismatch jetzt, ne? War ein großer Guard gegen Klammer. Foul gepfiffen. Boah. Und das nächste technische Foul, also Jenjan Chichi setzt auf jeden Fall einen harten Ton hier. Das müssen sie aufhören. Sie müssen aufhören, technische Fouls zu pfeifen. Nur weil Emotionen da sind. Das ja, findet am Ende
Den etwas überrascht, Hannes Steinbach, muss man sagen. Aber